In Niedersachsen sollen Schüler verstärkt in ihrer Muttersprache lernen können. Das sieht ein Erlass der grünen Kultusministerin Julia Willi-Hamburg vor. Zusätzlich zum regulären Unterricht soll es auch 2 bis 3 Wochenstunden in der Heimatsprache der Schüler geben. Die niedersächsische CDU kritisiert eine falsche Prioritätensetzung. Unklar sei auch, wo die nötigen Lehrer herkommen sollten. Darüber möchte ich weitersprechen mit Thomas Jaas-Hombeck von der CDU, bildungspolitischer Sprecher. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Einladung. Ja, teilen Sie die Kritik des Landesverbandes der CDU? Teile ich absolut. Man sieht hier ganz klar, dass Prioritäten falsch gesetzt werden. Wir haben das Problem, dass ein Viertel der Kinder die Grundschule verlässt, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Und da muss man ansetzen. Das, was gebraucht wird, ist ein besseres Verständnis der deutschen Sprache. Und hier müssen wir eigentlich schon vor der Grundschule ansetzen. Das ist unser Plan. Das haben wir übrigens auch lange gemacht in Deutschland mit dem Sprachkita-Programm, haben die Grünen gestrichen. Insofern mag das jetzt folgerichtig sein, dass man jetzt auch noch in der Grundschule auf Fremdsprachen statt auf Deutsch setzt. Die Landesregierung hat ja Deutsch als Fremdsprache gerade auch gekürzt in der Förderung. Dabei hören wir auch vom Lehrerverband von vielen Institutionen, dass Sprache das Wichtigste für die Integration ist. Welche Begründung erfahren Sie dann also von anderen Parteien, warum man jetzt diesen Weg geht? Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil wir hatten mit diesem Sprachkita-Programm wirklich ein gutes Modell. 8.000 Fachkräfte, genau in den Kitas, wo wir auch einen hohen Migrantenanteil haben und die eine wirklich wichtige Aufgabe hatten, Deutsch im Umgang zu vermitteln. Das Programm hat die grüne Ministerin gestoppt im Bund. Und jetzt sind viele Kommunen auf sich gestellt. Dass reiche Städte sowas organisieren können, ist keine Frage. Aber wenn man mal so ins Ruhrgebiet guckt oder in andere Regionen, dann sehen wir einen großen Handlungsbedarf. Deshalb wollen wir dieses Sprachkita-Programm wieder reaktivieren. Wir wollen auch bei den 4-Jährigen viel systematischer erfassen, wie die Sprachkenntnis eigentlich ist, mit digitalen Tests, aus denen man dann auch verpflichtende Förderangebote macht. Kommen wir noch mal zurück auf das, was jetzt ganz konkret geplant wird in dem Erlass zur Förderung der Mehrsprachigkeit durch Unterricht und Arbeitsgemeinschaften in den Erstsprachen. So heißt das Ganze. Und das sieht vor, dass mindestens 8 Schüler in so einer Lerngruppe sein müssen. Die können aber ein verschiedenes Alter haben, sogar von unterschiedlichen Schulen kommen. Ist das in der Theorie überhaupt oder in der Realität dann umsetzbar, dass man das so organisiert bekommt? Also ich glaube, dass Lehrer heute schon einen harten Job haben. Und die müssen schon viele Probleme lösen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig wären. Wenn sie auch noch Kinder hin und her schicken müssen aus unterschiedlichen Bereichen. Und wie kriegt man denn die dann auch alle sicher von A nach B etc., glaube ich, dürfen wir die Schulen nicht überfordern. Und soweit ich die Situation in Niedersachsen verstehe, ist gleichzeitig im Bereich des Deutschunterrichts eingespart worden. Und das ist wirklich eine falsche Prioritätensetzung. Wir brauchen mehrsprachlichen Unterricht, mehr deutschen Unterricht erstmal. Und dann kann man über andere Dinge vielleicht nachdenken. Die ganz große Frage, die sich jeder als Erster stellt, ist, wo kommen die Lehrer überhaupt her? Niedersachsen hat einen Schnitt von 3,1% der Unterrichtsstunden, die nicht besetzt sind. Da muss man sagen, das ist erstmal kein besonders guter Wert. Also wie müsste man da erstmal verfahren, um die Stunden, die wir schon haben, überhaupt unterrichten zu können? Absolut wahr. Also wir brauchen ein Programm, um deutlich mehr Menschen für den Lehrerberuf wieder zu gewinnen. Und da sind die Länder natürlich gefragt. Niedersachsen muss sich Dinge einfallen lassen. Denn es sind ja nicht nur diese 3% der Stunden, die ausfallen. Da wird es natürlich Krankheit geben. Lehrer, die jetzt Corona kriegen oder eine schwere Grippe in diesen Tagen oder der eine oder andere bricht sich mal ein Bein. Das heißt also, man hat dann schon einen ziemlich hohen Unterrichtsausfall. Und das höre ich von vielen Eltern, dass sie das beklagen, dass zu wenig Unterricht stattfindet. Deshalb sind die Länder gehalten, eigentlich weit über die 100% zu besetzen. Und das ist kein gutes Bild, was Niedersachsen hier abgibt. Also stattdessen mehr Deutschkenntnisse fördern und vor allem mehr Lehrer einstellen. Das ist die Forderung der CDU. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.